Piano Sketches ist der Name einer Reihe von Musikvideos, die ich hier in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlichen werde. Und weil da einerseits Fragen auftauchen, wie zum Beispiel, was ist das, was soll das, wie geht das, brauche ich das auch, aber andererseits nicht so wie früher bei einer CD ein Booklet beiliegt und man auch nicht eine halbe Stunde vorher zur Werkseinführung kommen kann, gibt es dieses Extra-Video. Ein Piano-Sketch ist schlussendlich ein Musikstück, das ich hier in diesem Proberaum in Ton und Bild festgehalten habe. Und wie der Name schon sagt, spielt das Klavier eine wesentliche Rolle. Das Klavier steht aber nicht im Mittelpunkt, das heißt, es ist keine Klaviermusik in dem Sinne, ist aber immer der Ausgangspunkt von all den Stücken, denn am Anfang von jedem Stück stand ein kleines Kompositionsspiel, was ich hier in dem Klavier hinter mir betrieben habe. Und ein ganz wichtiges Element dabei ist der Faktor Zufall. Das heißt, alle Stücke starten mit zufällig angeschlagenen Tönen. Und auch wenn ich immer bemüht war, daraus irgendwie etwas Rundes weiterzuentwickeln, ist es natürlich schon eine sehr eigene und andere Tonsprache als bei viertaktigen Akkordschleifen, wie man sie vielleicht aus dem Radio kennt. Obwohl das Ganze dann später schon immer noch kombiniert ist mit Beats und Instrumentierung, wie man sie aus Downtempo oder Soul Jazz oder sonstigen Stilistiken kennt. Im Mittelpunkt steht das Saxophon, also ein akustisches Instrument, und das ist immer kombiniert mit elektronischen Hardware-Instrumenten, wie zum Beispiel dieser schwarzen Kiste, die sehr regelmäßig zum Einsatz kommt, einem Sampler, auf dem man quasi Klänge laden kann und die spielen kann. Ganz ähnlich wie man Musik im Computer verarbeitet, mit dem einzigen Unterschied, die Schnittstelle zum Menschen ist nicht der Bildschirm, sondern die Tasten und die Ohren. Das Ganze ist nicht nur ein Versuch, Musik zu performen, auch wenn es nur hier im Proberaum ist, ohne Publikum dabei, sondern auch Musik zu schreiben. Das heißt, für jemanden, der wie ich aus dem Jazz kommt und sonst als Ergebnis von einer Kompositionssession ein Leadsheet hat, das heißt mit Papier und Bleistift irgendetwas auf Papier gebannt hat oder vielleicht sogar eine Partitur, ist das mein Versuch, in eine andere Welt einzutauchen, nämlich eine, wo Musik ohne Noten passiert und einfach mit dem Sound als solchen an solchem Gerät gearbeitet wird. Und das ist auch der Grund, warum bei jedem Video ein anderes Setup zu sehen ist, das ich sozusagen neben dem Saxophon spiele. Die Klaviersounds sind gar nicht immer von diesem Klavier hier, sondern zum Teil auch Synthesizer, oder die stammen auch von einem großartigen Community-Projekt namens Piano Book, das von dem schottischen Filmkomponisten Christian Hansen entwickelt worden ist. Und da können Musiker und Musikproduzenten aus aller Welt einfach Klänge und Sounds von ihren Instrumenten, nicht nur Tasteninstrumenten, zur Verfügung stellen, und ein paar davon habe ich auch benutzt. Des Weiteren machen natürlich diese Geräte auch selber Klänge, wie zum Beispiel Bass-Sounds oder Schlagzeug-Sounds, die dann die Grooves sozusagen darstellen. Aber ich habe auch relativ viel selber aufgenommen. Das ist zum Beispiel einmal eine Armbanduhr zu hören oder einen Shaker oder Sounds mit Händen. Das eigentliche Kompositionsspiel, das zeige ich gleich am besten an den Tasten, und dazu drehe ich mich jetzt mal um. Das Kompositionsspiel, das am Anfang eines jeden Piano-Sketches steht, ist von den Regeln her relativ vage, verglichen mit Go oder Bridge oder Skat oder dem Kontrapunkt nach J Fuchs, denn zur Vorbereitung schlägt jede Spielerin oder jeder Spieler, ohne hinzuschauen, das ist wichtig, 3 Töne auf dem Klavier an, und bei diesem Zufallsfund muss man dann auch bleiben. Das heißt, wenn einem die 3 Töne nicht gefallen, darf man sie nicht einfach austauschen, und man sollte zumindest jeden Anfang auch zu einem Ende bringen, was jetzt nicht heißt, dass man jedes Stück kompliziert aufnehmen muss und veröffentlichen muss, aber es zumindest zu einem Ende bringen. Um das zu verdeutlichen, habe ich heute Morgen mal 3 Töne angeschlagen
Und das waren diese hier. Fis, G und D. Und weil dieser Sound relativ offen ist, war meine erste Idee, da ein paar Basstöne hinzuzuerfinden. Das heißt, zu dem, was ich zufällig angeschlagen habe, suche ich jetzt mit Absicht was dazu. Es gibt ein paar naheliegende. Die relativ diatonisch klingen. Ein paar, die wären schon spaciger. Und ein paar, die sind relativ dissonant. Die müsste man dann schon wirklich wollen. Die passten jetzt aber für das, was ich so im Allgemeinen bei diesen Musikvideos erreichen wollte, nicht. Ich bin bei einer kleinen Bassfigur geblieben, die in sich auch relativ schlüssig klang. Weil das jetzt aber beim 4. Akkord so klingt, als sei das Stück vorbei, muss erstens der geändert werden und zweitens dachte ich auch, von den 3 Tönen könnte sich spätestens in der Mitte dieser Sequenz etwas ändern. Aber um möglichst nah bei der Anfangsidee zu bleiben, habe ich einfach nur die Struktur, einen Ton in der Tonart, die eigentlich noch gar nicht feststeht, nach oben gerückt. Das Ergebnis klingt dann so. Damit hätten wir schon mal einen in sich schlüssigen Anfang. Was zum Beispiel noch erlaubt ist, ist aus den 3 Tönen, die einen Akkord gebildet haben, eine Basslinie oder Grundtöne von Akkorden zu machen. Und weil im ersten Teil Mollakkorde am überwiegendsten waren, werde ich jetzt mal ein paar Major-Akkorde ins Spiel bringen. Da hat mich jetzt die Reihenfolge ehrlich gesagt nicht begeistert. Das gefällt mir schon besser. Vielleicht noch ein bisschen Rhythmus dazu. Und um von dort wieder zum ersten Teil zurückzukommen, hatte ich die Idee, von diesen 3 Anfangstönen eine kleine Variation zu machen. Der oberste rückt einen Ton nach unten und der Basston dazu ist der. Das zweite war die Struktur von dem davor, nur eine Terz nach oben gerückt. Und das Ganze hier führt sehr schön zurück zur Anfangsidee und wo ich gerade dabei war, ein bisschen in die rhythmische Ebene zu gehen. Das am Anfang klang für mich eher nach halben Noten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eine Folge mit ganz taktigen Akkorden auch nicht schlecht wäre. Und an dieser Stelle ist schon relativ viel Material zusammengekommen. Eine Akkordfolge in 2 rhythmischen Varianten, ein Kontrastteil dazu, ein B-Teil würde man das dann wohl nennen. Und spätestens an dieser Stelle sollte man zu einem ganz wichtigen Kompositionswerkzeug greifen, nämlich zu seinem Smartphone und das Ganze in eigentlich egal welcher App aufnehmen. Auf jeden Fall die Idee festhalten, damit sie nicht verloren geht. An dieser Stelle würde ich mal sagen, reicht es für heute. Ich glaube, die Idee davon ist relativ klar. Was zum Beispiel jetzt noch passieren könnte, ist, dass der Bass ein bisschen mehr macht als lange Töne. Damit
da ein bisschen Bewegung reinkommt. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist einfach die Suche nach den passenden Sounds dafür. Das würde ein sehr langes Video geben, was nicht besonders interessant ist anzugucken. Und so wird schlussendlich daraus dann ein ganzer Song. Und ein Grund, warum ich jetzt auch aufhöre, die weiterzuspielen, ist, vielleicht wird da ja mal irgendwann was Richtiges draus. Und an dieser Stelle der Hinweis, rechts unten unter den Videos ist immer so ein Glockensymbol, und wenn man darauf klickt, hat man den Kanal abonniert und bekommt immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Das würde ich an dieser Stelle empfehlen. Was jetzt noch fehlt, ist die halb ernst gemeinte Frage, brauche ich das auch? Für alle, die aktiv musizieren oder vielleicht sogar Songs selber schreiben, würde ich mal sagen, auf jeden Fall kann das eine bereichernde Abwechslung sein, mal mit einem Zufallsprodukt zu starten. Das Ganze ist übrigens auch keine Erfindung von mir, sondern Aleatorik gab es auch schon mal als eigenständige Stilrichtung, und mir ist auch mal eine Kenny Werner Masterclass begegnet, in der er eine ganze Akkordfolge komplett auslost aus dem Hut und sich dann die Aufgabe stellt, diese Akkorde durch Stimmführung schön zu verbinden. Wenn man mit Notenlehre noch etwas weiter am Anfang ist, kann das auch eine schöne Abwechslung sein zu einem Theoriebuch, mal etwas anzuschlagen, ohne hinzugucken, sich zu fragen, wie das heißt oder wie es heißen würde, wenn noch ein Ton dazu käme. Wenn man das nicht aktiv tut, ist die Antwort ziemlich sicher nein. Dann kann man aber immer noch sehr gerne zuhören, und dabei wünsche ich viel Spaß und natürlich auch beim Zuschauen. Bis bald.